von mir, den German HD. Wir werden uns heute eigentlich mehrere reinziehen, weil es gab nämlich heute ein paar Informationen von Sony. Und zwar, es gibt jetzt einen Werbetrailer von der ps5 und es gibt auch noch was richtig Geiles. Und zwar heute ist nämlich eine Nintendo Direct rausgekommen. Gerade als ich von der Schule kam, ist der Livestream leider beendet. Deswegen gucken wir uns die Nintendo Direct Mini an, also den letzten Partner-Showcase gemeinsam an. Thumbnail müssen wir jetzt nicht drüber reden, das kann ich ja jederzeit nachher nochmal ändern. Und ja, ich warte jetzt kurz noch auf mein Handy, weil ich muss ja den Stream ja noch mitverfolgen. Eigentlich nur den Livestream. Ja, das tut mir leid. Ich will ja jetzt nur hier mein Handy haben, damit ich den Chat mitverfolgen kann. Ich stell's mal hier auch gleich. Stört mich das eigentlich jetzt relativ wenig. So, und ich würde sagen, let's go mit der Direct. Ich mache den Bildschirm schon mal groß. Ja, ihr seht es ja auch schon. Oh, moin erster Zuschauer, herzlich willkommen. Es tut mir leid, dass ich jetzt mal wieder, ihr kennt es ja, verspätet habe, Stream. Aber hier ist die Direct, also let's go, würde ich sagen. Da haben wir wieder denselben Text wie beim letzten Mal. Und dann würde ich sagen, welcome to our last Nintendo Direct Mini Partner Showcase of the year. Today, we'll continue delivering the latest information on games from our publishing and development partners. First, here's an update on the latest installment in the Bravely series from Square Enix, Bravely Default 2. Please take a look. You are finished, Hero of Light. I am a hero of light, no longer. The bravery of one must be the bravery of all. Don't worry. We'll do what you need us to do. Well, whatever's going on, there's no turning back now. All right. We've got a Okay. world to save. Ooh, yeah. You gotta love the sad ones. And I can't let that happen. He's all I have. Protect! 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 What have I done? It'll be time for you to wake up soon. What does that mean? okay, was ist das für ein Spiel? You must find that out for yourself. And that can mean only one thing. Thou So, was ist das? art one of us. A hero of light. Okay, das ist nice. 4 heroes, guided by the crystals, are united on the continent of Excellent, where Okay. an unforgettable adventure brings them face to face with a host of colorful characters. You're fairies, aren't you? Princess, I take what I want, and no one can stop me. But you cannot stop the inevitable. Calamity stuff's just a lot of bull that some drongo made up. Let's meet some of the asterisk holders our heroes will encounter and learn Okay. a little more about each of their jobs. Dog, bearer of the Vanguard asterisk. Filthy, stinking rich. Vanguards like Dog take advantage of their Okay. stout defenses in order to protect allies. They can also deliver devastating blows using their shields. Orpheus, bearer of the Bard asterisk. Can you even imagine it? Bards are talented musicians whose melodies can both help allies and hinder enemies. Many of their abilities affect multiple targets, making their presence on the battlefield crucial. Anyhow, bearer of the Beastmaster asterisk.
Bernard says I have to stop you. Beastmasters have the power to summon and control monstrous creatures. Das ist nice. They can also use their skills to capture monsters, to fight alongside them during battle. Sure, Aber ehrlich gesagt ist nicht so mein Spiel. But either Antiope or run along. Gamblers tend to have luck on their side, but are also prone to pushing it, risking everything for a moment's glory. Be careful, however. Nee, ist nicht so meins. The wheel won't always spin in their favor. These are just some of the characters you'll meet in the early stages of the game. We'll be introducing more asterisk holders in the future, so please stay tuned. We asked fans to provide feedback on the demo released in March 2020, and we received over 20,000 responses to our survey. Ah ja. Fans mentioned the difficulty level and the controls in particular, so we're now focused on making those adjustments. A video summarizing the changes that have been made based on the feedback will be posted soon on the official Nintendo YouTube channel. Ja, wow, wer macht das denn nicht heutzutage? And finally, Bravely Default 2 will launch on February 26th, 2021. Zwei Tage nach meinem Geburtstag. Nintendo eShop. We hope you're looking forward to seeing lots more of Bravely Default 2. And so, our 4 heroes begin their adventure. Also, einfach mal ein Spiel 2 Tage nach meinem Geburtstag raushauen nächstes Jahr. Alright, let's get into the headlines. Okay. Cultivate your farm and your life. Okay, was ist das? Long ago, your pioneering grandfather and his friends founded the charming community of Olive Town. Okay. You've always dreamed of living there. Oh, what the fuck? And now, you've decided to take over your grandfather's farm. You leave your old life and the city behind to start afresh in Olive Town. But what awaits you there is a vast, overgrown and untamed forest. Sowas in der Art gibt es doch schon, oder? Cultivate your farm from the ground up in the latest Story of Seasons adventure. Chop down the mini trees that blanket your land. Ich glaube nicht, dass es sowas schon gibt für die Switch. Aber es scheint interessant zu sein, Leute. Along the way, you'll discover all sorts of flora and fauna in the forest. You might even come across rundown facilities. Get fruit and vegetable seeds to grow on your farm, and tame wild livestock that can be nurtured, raised, and given homes. Ernsthaft? Das ist ja eigentlich nur so ein Traumspiel. As you cultivate your farm, you'll be able to do more and discover new places to mine, fish, and forage. What the fuck ist das denn? Ach du Scheiße, Blöde. Will you sow fields as far as the eye can see? Or construct a massive ranch with lots of barns and coops? Your farm's layout is completely up to you. Ach, and if you're bitte. looking to socialize, why not get to know the locals? Nurture your relationships, and wedding bells might be in your future. Ach du Scheiße. Ist das so eine Art Story-Spiel oder was? Bruder, davon bin ich komplett nicht der Fan von. Your farm life awaits in Story of Seasons, Pioneers of Olive Town. 26. März, ah ja. March 26th. Das ist schon mal gut. Survive and thrive in a post-apocalyptic future. Oha, hört sich gut an. Oha, Digga, die Musik ist aber auch passend. Wir haben eben ein... So. Lands of dead soil and barren rivers. Uniting together was our only option. Oha, Leute. Slowly, we started to pick up the pieces. Oh mein Gott. Ja. A safe haven in a hot Alter, was ist das? Digga. Oh mein Gott. Sieht zwar schon nice aus, aber... Bruder. We would set the rules and choose our own path. Okay, das ist schon mal gut. Ach du Scheiße. Oha. Okay, dass sie so ein gutes Spiel haben. The fate of the Greek gods rests in your hands.
From Ubisoft comes a brand new open-world game based on the world of Greek mythology. As Phoenix, you'll explore a vast fantasy world filled with gods and monsters alike. Run, swim, climb, ride horses, and soar across the sky. Voila, sieht das krank aus. Ich finde dieses Spiel schon jetzt nice, aber ich werde es später nicht holen. 3 Waffen, okay. Schwert gibt es. Eine Axt. Und ein Bogen. Das ist ja gerade mal komplett lost. By solving challenging puzzles, you'll be gifted with new abilities from the gods, adding variety and versatility to your arsenal. You can also upgrade armor and acquire new skills, giving you complete customization freedom. With deadly battles against legendary creatures and grand encounters with mighty gods on the horizon. A new legend is waiting to be told. Kurz geguckt, wie lange das geht. Destiny, when Immortals Phoenix Rising launches on Nintendo Switch. Oha, December 3rd. in 2 Monaten. Vorbestellung ab heute möglich für das Spiel. Nice. Here's a sneak peek at some upcoming Nintendo Switch games. Fierce strategy plus epic action Bakugan. Bakugan. It's up to you to build the best November. team and duke it out in high energy battles. You can also compete online in head-to-head multiplayer. Become the ultimate champion in Bakugan Champions of Vestroia, coming exclusively to Nintendo Switch November 6th. Geil. Your negotiating skills. You'll need them in Griftlands Nintendo Switch Edition, a deck-building roguelike game. Or you can always let your fists do the talking. Moin, zweiter Zuschauer, herzlich willkommen im Livestream mit mir. Heute erfahrt ihr Infos von Nintendo und die PlayStation 5 Informationen, die ihr haben wollt. Aber wir fangen erstmal an mit der Direct hier. El Presidente is back. The fate of your island is in your hands. Build and rule your island nation on large archipelagos. Take care of your subjects' needs and send agents to steal world monuments. Tropico 6 lands on Nintendo Switch November 6th. Pre-orders begin today. The ruthless Agent 47 returns. Deadlier than ever. Das ist geil, das Geld. Das habe ich mal gezockt. Das ist so geil. Das gab es, glaube ich, auf der PS4 sogar. Keine Ahnung, aber das ist geil. Oh, hallo, erst nochmal zweiter Zuschauer, herzlich willkommen. Okay, das ist nicht so mein Fall, dieses Spiel. Hitman, oh. Hitman, Bruder. Erscheint für Nintendo Switch, aber das steht noch kein Datum. Oha, freue ich mich drauf. Moin. Moin Moritz, wie geht's dir? Also mir geht's gut. Danke der Nachfrage, mir geht's gut. Wie geht's dir? But I'm stronger than them. Oh, oha, das ist ein gutes Spiel. I know what I must do. Oha. Oha. Control. Of the Federal Bureau of Control. We're in this together. Das ist schön, dass es dir gut geht, Moritz. Du bleib ruhig drin im Stream, du wirst heute alles über PlayStation 5 und hier Nintendo erfahren. Get your beam katana ready. Ah, my stomach hurts. I need a toilet. Perfect location. Hey gamers! Today's title is No More Heroes 3. The hero in the middle of the action is Travis Touchdown, the legendary assassin who has twice claimed the #1 spot in the assassin rankings.
In the new Leute. 3, what was once a fight between assassins is now a battle to the death on a galactic scale. Gamers have but one goal. Just destroy all those nasty aliens. Now. Alles. Even if you haven't played the prequels, it's awesome. But it's even more awesome if you play the prequels first. Welcome to the Garden of Madness. Bring it on! I'll give you a little kiss. What? You got news? Does it happen now? For reals? The first No More Heroes is getting ported to Nintendo Switch! Hell yeah! No More Heroes 2 Desperate Struggle is coming to the Switch too! Geil! When's it drop? And she... Oh snap! That's awesome! More! Ist ab 2021 erhältlich, das Spiel. We're just about to wrap up this Nintendo Direct Mini Partner Showcase. But before we go, we have 2 more titles to talk about from our partners at HAL Laboratory and Koei Tecmo Games. So, Perform 2 Spiele. all sorts of odd jobs. As a UFO. Oh mein Gott. Okay. Ach, dieses Spiel war das. Your mission is simple. Help people. Use your trusty claw to grab, carry, and stack objects. From arranging sweets to fishing to building a castle, you'll perform all sorts of part-time jobs. Was ist das für ein scheiß Spiel? You can finish a job by carrying objects and stacking them, but depending on certain factors, like how you stack them, you might be able to get a higher score. Additionally, by passing a Joy-Con controller to a friend, you can perform jobs together. Besides taking on part-time work, there are other modes you can enjoy, including exploring ruins filled with treasure, stacking objects as high as you can. Digga, das Spiel ist nicht so meins. Das werde ich mir auch nicht holen, das ist was für Casuals. This world as a UFO. Part-time UFO launches on Nintendo Switch today. Ach, ab heute erhältlich. Das letzte Spiel des Partner Showcase hat was mit Zelda zu tun. Solange noch eine Möglichkeit besteht, kann ich nicht aufgeben. Forscherethos. Oha. Gefällt euch das? Und hiermit hinfort! Her damit! Der große Koga, Oberboss der Jägerbande! Voller Bruder. Wehrt euch auf einen Schlag! Vernichten! Nee. Also, schon geil. Ja, schon gut. Es ist sowieso an der Zeit für eine kleine Demonstration. Jo, Bruder. Bruder. Oha, Leute, das Spiel werde ich mir vielleicht holen. Aber nur vielleicht. Hyrule Warriors, Age of Calamity. A story of the great calamity that occurred 100 years before the Legend of Zelda Breath of the Wild game. This game launches soon. But if you're ready to protect Hyrule, a Demo ist ab heute verfügbar. In the demo,
you can play all of Chapter 1 and carry over save data to the full game once purchased. Start defending the kingdom with the demo available today. Hyrule Warriors Age of Calamity will launch on November 20th. 20. November ist der Launch des Spiels. That concludes our last Nintendo Direct Mini Partner Showcase of the year. Thank you for watching. So, das ist die Nintendo Direct gewesen. Jetzt kommt der PlayStation 5 Teil, aber vorher müsstet ihr mich ganz kurz mal entschuldigen, danke. So Leute, da bin ich wieder. Ab hier geht's jetzt weiter mit dem PlayStation 5 Part des Livestreams. Mein Maus hat sich abgeschaltet, ist normal. Der PlayStation hat nämlich heute ein ganz interessantes Video hochgeladen. Wir gehen jetzt mal auf den Kanal von denen. Also hier haben wir schon einiges am Content. Einmal hier haben wir die App-Nutzung. Und dann haben wir auch noch die Werbung, also die Werbung zeige ich euch dann gleich, die habe ich ja allgemein, das mag ich, eingeblendet. Aber das hier ist absolut fresh. Vor einer Stunde war das hochgeladen. Und ich dachte mir, wir reagieren mal darauf gemeinsam. So, Großbildschirm. Und da PlayStation Play No Hacks, ja, da haben wir es auch. Da haben wir es, also, let's go. Die ersten Bilder von der App, die aktualisiert wird. Sogar Sprachchat über der App. Geil, oder?
das sind die ersten Eindrücke der PlayStation App, die bald aktualisiert wird. So, das waren die Eindrücke von der App. Ich habe nicht gefälscht, das kann ich euch gleich auch zeigen, weil ich bin so einer nicht, der sowas fälscht. Hier. PlayStation. So, und jetzt kommt ja noch das Geile. Sony hat heute das Werbevideo der PS5 hochgeladen. Ich weiß, das mache ich noch nicht gern, aber damit ihr mal die Werbung gesehen habt, komm. Exploration. Wir gehen natürlich wieder in den Fullscreen. Und ich glaube, wir machen auch nochmal erste Blicke von der Benutzeroberfläche der PS5 kommen. Damit der Stream nochmal. Ich weiß, ich habe dazu erst ein Video gemacht. Aber Content muss ich ja auch bringen. So, wir gehen hier auf 0. Und dann würde ich sagen, let's go. Exploration. It's in our DNA. There's something inside each and every one of us that compels us to know the unknown, to push past every frontier. We want to see what's never been seen, hear what's never been heard, 63 miles an hour. Feel what's never been felt. There are no limits to where we'll go, to what we'll discover, wow, to what we'll achieve. We are all explorers, and there are new worlds to explore. Da. Das war das Werbung. So, das war hier einmal die Werbung, die bald in den Fernseher laufen wird, weil bis zum Launch der PlayStation 5 ist es ja nicht mehr lange. 20. November. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch einmal dieses erste Blick auf PS5 Benutzeroberfläche an und dann, glaube ich, hat ihr erstmal genügend News. Also von daher könnt ihr jetzt nicht sagen, also auf jeden Fall, das wird ein neues Format werden, dass ich sowas streamen werde. Ich werde den anderen PS5 erste Blick, ich werde das einfach drauf lassen, aber den wollte ich mir mit euch nochmal zusammen ansehen. Und mal in euren Kommentaren. Und dann auch nochmal in den Kommentaren hören von euch. Findet ihr die neue Benutzeroberfläche gut oder noch ein bisschen unaufgeräumt? Weil einige meinen ja, es sei sehr unaufgeräumt und so. Deswegen ist das jetzt das letzte Video, worauf wir noch in diesem Stream reagieren werden. Und ja, ich hoffe, ihr seid bereit. Und dann würde ich sagen, let's go. Wir werden uns jetzt die Oberfläche ansehen. Ich muss vorher nochmal Untertitel einblenden, weil das ist leider nicht in... Alter, das ist... Ja, gut, ist richtig. Ist alles richtig. Deutsche Untertitel ist richtig. Also, ich sag da mal, let's go. Hi everyone, I'm Hideaki Nishino, and I head up PlayStation's platform planning and management team, which includes product and UX design. Today, we are finally going to give you a look at the PlayStation 5 user experience. We will see some of the features that enable games to work together with the hardware network to deliver a truly next-generation experience. Our vision for a PS5 user experience is simple. We believe that your playtime is valuable and should be meaningful. PlayStation team members from all around the world work to deliver a PS5 experience that is completely centered on you, the player, connecting you with a great play and a passionate community of gamers. With a look and feel that's designed for 4K TVs, the PS5 user experience was built from the ground up to take advantage of the console capabilities, complementing the transformative games coming with this new generation. I should note that this video tour is from a pre-production environment on the PS5 console,
so there may be a few small wrinkles or minor changes once the console launches in November. And now, let's check it out, courtesy of our own Sid Schumann. Thanks, Nishino-san. Welcome to your new PlayStation 5 console experience. This time... Dazu nochmal angemerkt, Leute, so wird's aussehen, wenn ihr euch bei der PlayStation 5 einloggen würdet, als wenn ihr auf euren Benutzeragentennummer geht. Und ich finde das ehrlich gesagt so nicer als bei der PS4. Weil bei der PS4 waren es ja nur so Würfel und so. Aber ich finde das so irgendwie schon geiler. We've started up from rest mode. We've already created an account and signed into PlayStation Network, so let's log in. Also mit PSN wieder anmelden. In this case, I've resumed right where I left off in Sackboy: A Big Adventure. And here, we're looking at PlayStation 5's Control Center. From here, it's one... Hier haben wir das Controller Center. Das sieht richtig geil aus. Hier unten haben wir den Home-Button als erstes, danach kommt der Account. Dann die Benachrichtigung, Freunde, die online sind, Musik, Ton, Mikrofon, Controller und wie voll der Controller ist, dein Benutzer. Und nach dem Home-Haus kommt dann das Spiel, was hier Sackboy Big Adventure ist. Also sorry, dass ich das ein bisschen stoppen tue, aber das ist meine Reaction, was soll man machen? And we're right back into the game, but let's take a moment and look around. The Control Center is always one tap of the PlayStation button away. It provides immediate access to almost everything you need from the system without leaving the game. This includes things like seeing who is online, checking the status of a download, managing your controller, power, and more. These colorful characters are called cards, and they let you interact with games and the system in a variety of ways. First, as we've just resumed, the Control Center is showing a special card that allows me to get up to date on recent stories posted by publishers for games I am following. Another card here shows me recent media I've captured from my gameplay, using the Create button on the DualSense controller. Genau auf diesen Create-Button habe ich so gehofft, Leute. Auf diesen Create-Button. Der jetzt erklärt wird, habe ich so lange gehofft, weil ich bin ja jetzt zurzeit noch ein Switch-Spieler. Und mit der Switch finde ich das scheiße, dass es da von Haus aus nicht mitkommt mit den Aufnahmen. Deswegen bin ich ja auch so gehypt auf der PlayStation 5. Weil, das werdet ihr auch gleich sehen, 4K Screenshots. Ach, ich will euch da jetzt eigentlich gar nicht so viel spoilern, aber ich kann euch schon gleich sagen, es wird nice. Guckt euch, lest mit. Let's check out one of the most powerful new features of the PS5 console. They're actually just to the right in this row, and we call them activities. Activities are part of the plan to remove barriers to gameplay. Let's get an example of one way they're used in Sackboy: A Big Adventure. With a tap of the PlayStation button, I'm back to playing the game. Sackboy: A Big Adventure is packed with things to discover, and each level represents one type of activity I can play, many of which I can go back to later to discover more. I tap the PlayStation button to bring up the Control Center again. I can see a number of available activities, both active and suggested by the system. Let's take this first one, A Big Adventure, as an example. I can see that I haven't quite completed this level yet. I'm at 33%. Let's open it up and see more. Here I can see more information, including key objectives. Und da kommt auch die Funktion, die ich ein bisschen unnötig finde, aber nicht ganz unnötig, Leute. Hier, an der Seite hier, wo ich jetzt hier bin. Das ist so mega und das war gut, aber ich finde es unnötig, dass man hier für PS Plus braucht.